Warum sind Sie Führungskraft geworden? Diese Frage stellt Patrick Lencioni in seinem letzten Buch The Motive. Dieses Buch, sagt er, hätte sein erstes Buch sein sollen, weil die Frage, warum bin ich Führungskraft geworden, was war meine Motivation, wesentlich ist für eine gute Arbeit als Führungskraft. Lencioni unterscheidet im Wesentlichen zwischen zwei großen Motivationen. Die erste Motivation nennt er Reward-Oriented. Also ich habe es mir verdient, könnte man sagen, heißt es. Ich habe es mir verdient, Führungskraft zu sein, weil ich härter als die anderen gearbeitet habe. Die andere Motivation ist die Motivation, Dinge zu tun, die alle anderen nicht tun wollen, die aber wesentlich sind für den Erfolg des Unternehmens. Dazu nennt er zum Beispiel Kleinigkeiten wie jemandem zu sagen, pass mal auf, wechsel mal dein Hemd öfters, das ist in Besprechungen sehr unangenehm. Sie denken jetzt wahrscheinlich, was ist denn das für eine Kleinigkeit? Aber Führungskräfte führen Menschen. Und daher sind genau diese Kleinigkeiten die Dinge, die den Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg eines Teams. Zumindest behauptet das Lencioni, der sehr viel Erfahrung hat. Und ich selber kann diese Beobachtung bestätigen. Ich habe übrigens noch eine andere, oft vertretene Motivation kennengelernt, nämlich die, Führungskraft zu werden, weil man gestalten möchte. Und das ist aus Sicht von Frame-Setting Leadership besonders absurd. Weil warum sollte ich Führungskraft werden, nur um gestalten zu können? Denn ein echter Framesetter sorgt sowieso dafür, dass die Mitarbeiter jederzeit gestalten können. Gerade heutzutage, wo Unternehmen innovativ sein sollen, nach vorne gehen, Autonomie gefordert ist, da müssen die Menschen gestalten können. Also kann die Motivation, gestalten zu wollen, gar nicht dazu führen, dass man Führungskraft wird. Denn ein echter Framesetter sorgt dafür, dass die anderen gestalten können. Der Framesetter selber sorgt nur für den richtigen Rahmen. Ich finde es also wichtig, zu prüfen, was ist die Motivation für mich, Führungskraft zu sein. Tue ich aus meiner Motivation heraus das, was mein Team braucht, um erfolgreich zu sein? Falls man merkt, dass man vielleicht doch tatsächlich reward-oriented tickt und sagt, ich habe es mir verdient, kann man überprüfen, was man besser tun könnte, um sein Team erfolgreich zu machen und nach nachjustieren. Alles andere passiert dann ganz von alleine. Vertrauen Sie also auf Ihren Instinkt, auf Ihre Intuition, schauen Sie, was das Richtige ist und entwickeln Sie die richtige Motivation.